Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für viele hat die Saison ja bereits angefangen und mich erreichen momentan einige Nachrichten von Leuten, die vorhaben, sich eine Street Triple zu kaufen und da sich eben noch nicht hundertprozentig sicher sind oder eben Fragen haben, was sie beim Gebrauchkauf beachten sollen. Darum geht es heute im Video. Wir gehen die typischen Punkte gemeinsam durch und ich gebe euch eine grobe Checkliste, einen groben Plan an die Hand, mit dem ihr dann gut durch die Besichtigung, Probefahrt und dann auch hoffentlich den Kauf kommt. Wir fangen an mit der Frage, für wen die Street Triple 675 überhaupt geeignet ist. Relativ leicht zu beantworten. Also wir haben hier ein super leichtes, drehfreudiges Motorrad, 3-Zylinder, sehr agiles Fahrwerk, also perfekt für sportliches Fahren auf der Landstraße. Kurz zu den Modellen im Überblick. Also es geht hier um die erste Generation Street Triple, Baujahr 2007 bis ca. 2012. Wir sprechen heute über die normale Version. Es gibt noch eine R-Version, die hat dann einstellbares Fahrwerk, also Federgabel und auch Federbein ist da voll einstellbar und radial verbaute Bremsen vorne. Das sind so die groben Unterschiede. Wir starten direkt rein mit Dingen, die ihr vor dem eigentlichen Besichtigungstermin schon erledigen könnt, nämlich eben die Anzeige genau durchlesen und Fragen stellen, die vielleicht in der Anzeige noch nicht beantwortet wurden. Was wichtig wäre zu wissen, wäre natürlich, wie viele Fahrzeughalter hat es? Hat das Motorrad Unfall oder Umfaller? Wurde sie repariert? Gibt es davon Rechnungen? Gibt es ein Serviceheft? Wurde Service regelmäßig gemacht? Welche Umbauten sind an dem Motorrad? Haben die Teile ABE? Kann ich bei der Probefahrt bzw. bei der Besichtigung eine Probefahrt überhaupt machen? Und ist ein Kaltstart von dem Motorrad möglich? Wäre wichtig, das auch formulieren, dass der Besitzer da Bescheid weiß und auch mal die Antwort zu sehen, wie der reagiert. Wenn da schon irgendwie rumgedruckst wird, dann könnt ihr euch vielleicht die Anfahrt schon sparen. Wenn dann unsere Fragen alle beantwortet wurden, dann fahren wir natürlich hin und schauen uns die Maschine an. Natürlich achten wir auf so offensichtliche Dinge wie hier Kratzer, Schrammen oder irgendwelche Abriebsspuren, beispielsweise an Sturzpads. Falls das vorhanden ist, das natürlich kontrollieren. Falls ihr so irgendwas seht, aber nichts von einem Unfall in der Anzeige steht oder der euch nichts gesagt hat, dann ist natürlich schon mal komisch. Wo man hier auch drauf achten kann, ist hier der Lenkanschlag. Das sieht man ein bisschen schlecht. Der sitzt hier unten. Da kann man dann auch schon sehen, ob der eventuell verbogen ist. Es gibt hier solche Schützer, die man hier vorne reinmacht, damit dann eben die Gabel anschlägt und nicht unten der Lenkanschlag beschädigt wird, falls der Lenker mal schlägt. Also der Vorbesitzer hat mir die Dinger hier mitgegeben, weil der von dem Fall gehört hat, hat der Lenker bei einem Unfall zu stark gegen den Anschlag hier unten geschlagen und das ist dann gebrochen, also, und es hängt halt am Rahmen dran. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was man auch ganz gut sehen kann, wenn hier keine Spuren von einem Umkipper sein sollten, schaut euch auch die Lampenbecher ganz genau an. Das war nämlich auch bei mir schon der Fall, dass die innen verbogen sind. Guckt, ob die schön symmetrisch auch zueinander stehen. Auch von der Seite mal drauf gucken, ob da alles gerade ist. Ansonsten natürlich, wenn ihr schon bei der Gabel seid, hier überprüfen, ob alles trocken ist, kein Öl. Simmerringe hatte ich bei 60.000 circa, ist mir hier Öl rausgelaufen auf einer Seite, musste gewechselt werden. Seitdem ist es trocken. Das ist ganz wichtig. Was ihr auch machen könnt, ist Lenkkopflager überprüfen. Am besten steht sie dabei auf einem Hauptständer. Dann könnt ihr das Vorderrad zwischen die Beine nehmen und hier den Lenker hin und her biegen, ob da ein Knacken zu hören ist oder ob da Spiel vorhanden ist. Das wäre ein Anzeichen, dass das Lenkkopflager beschädigt ist. Kann man aber auch noch beim Fahren nachher überprüfen. Zeige ich euch dann bei der Probefahrt, wie bei anderen Maschinen natürlich auch. Hier Kette anschauen, Ritzel anschauen, auf Verschleiß checken, auch mal die Felge anschauen, auf eventuelle Schläge oder Kratzer oder Macken überprüfen. Wichtige Serviceintervalle sind 20.000, 40, 60, 80 und so weiter. Also alle 20.000 ist großer Service. Dazu gehört Ventilspielüberprüfung. Sollte auf jeden Fall gemacht sein, wenn sie über 20.000 Kilometer hat. Ich hatte erst letzt jemand, der mir dazu eine Anzeige geschickt hat. Die hatte, glaube ich, 23.000 Kilometer was um den Dreh. Und da stand nichts von Ventilspiel dabei. Er hat es dann im Verkaufsgespräch angemerkt und das Motorrad dann auch 200 € billiger bekommen. Was schon ganz gut ist, aber ich glaube, da wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich habe damals beim 40.000er Service, hatte ich es in der Werkstatt, Ventilspielüberprüfung hat ca. 350 € was um den Dreh gekostet.
Aber da war alles in Ordnung. Seitdem habe ich es selber gemacht, beziehungsweise mit einem Kollegen gemacht. Und also bei 60 und bei 80.000, da waren die Ventile alle noch in Ordnung. Aber das sollte auf jeden Fall gecheckt werden. Ansonsten, ja, die kleinere Serviceintervalle sind bei 10.000, also einmal im Jahr mache ich natürlich Ölwechsel und Ölfilterwechsel. Ab und zu mal Luftfilter, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, wo man sagt, das muss jedes Jahr gemacht werden. Auf die ganzen Serviceintervalle im Detail will ich jetzt auch nicht eingehen. Könnt mir gerne eine Nachricht dazu schreiben, dann schicke ich euch da ein Bild von den Serviceintervallen. Kommen wir zum Thema Umbauten. Was sicherlich am häufigsten gewechselt wird bei Motorrädern, ist der Endschalldämpfer, so wie auch hier. Da muss allerdings drauf geachtet werden. Ich blende euch da mal ein Bild ein vom Street Triple Forum. Da wurde vor einigen Jahren Messungen durchgeführt mit verschiedenen Endschalldämpfern und man muss echt sagen, dass fast keiner in der im zulässigen Toleranzbereich lag, sondern die waren alle zu laut. Ja, achtet deswegen da auf jeden Fall drauf, falls Zubehör-Endschalldämpfer verbaut sind, dann sollten noch die Originalen mit dabei sein. Für den TÜV zum Beispiel oder falls ihr mal in eine Kontrolle kommt und nochmal vorfahren müsst mit eurem Motorrad, dass ihr dann die Endschalldämpfer eben wechseln könnt, die Originalen wieder drauf macht, weil bei einer Messung seid ihr höchstwahrscheinlich zu laut. Ja, bei allen anderen Teilen auf E-Nummern und sowas, ABE achten, gucken, dass da alle Papiere dabei sind, die Sachen eingetragen sind. Hier unten eine E-Nummer zum Beispiel auf den Blinkern drauf ist. Was auch ein Blick wert ist, wenn hier ein Zubehör-Kennzeichenhalter verbaut ist, dann achtet da auch drauf, wie die Kabelführung ist. Macht auch gerne mal die Sitzbank runter und schaut euch an, wie es da drunter aussieht, ob die Batterie auch noch gut aussieht, wie die Kabelführung insgesamt allgemein ist vom Kennzeichenhalter, von den Blinkern, ob hier das übelste Chaos drin herrscht oder ob das relativ ordentlich aussieht. Da kann man auch gerne mal auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Ja, dann kommen wir zum Thema Starten. Guckt auf jeden Fall drauf, fasst vorher vielleicht mal den Motor an, dass er auch wirklich kalt ist. Die sollte recht zügig anspringen. Und also meine läuft eigentlich meistens beim ersten Start auch direkt an. Also einigen von euch wird höchstwahrscheinlich dieses Klackern auffallen oder dieses Rasseln. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber Leute, die noch keine Street Triple gehört haben live, ist halt bei diesem Modell etwas lauter der Kettenspanner. Der Steuerkettenspanner sitzt hier drunter. Solange der Motor kalt ist, hört man den recht deutlich. Das lässt dann im Laufe der Zeit auch nach. Also wenn der Motor warm wird, wird das Geräusch leiser. Ja, es kann auch sein, dass der Steuerkettenspanner, weil der sich automatisch nachspannt, dabei ist, in die nächste Stufe zu gehen, aber die noch nicht so wirklich drin ist und dann ist das Geräusch entsprechend ein bisschen lauter. Aber wie gesagt, gibt sich von der Zeit. Natürlich, wenn die Maschine dann läuft, könnt ihr auch gleich Elektrik überprüfen, ob die Lampen gehen, ob die Blinker gehen und so weiter. Alles Hupe, etc. Und auch, ob irgendwie komisch Rauch aus dem Auspuff kommt oder sonstiges. Das wäre ein Zeichen, also wenn es kurz qualmt, dann eventuell vom Kondenswasser. Das wäre nicht schlimm, aber wenn irgendwie blauer Rauch rauskommt oder so, dann wäre ich dabei eher vorsichtig. So, dann bei der Probefahrt. Erstmal natürlich wichtig beim Anfahren, könnt ihr jetzt auch gleich checken, ob die Kupplung sauber geht, ob die einen guten Schleifpunkt hat oder ob die irgendwie matschig ist. Die lässt sich auch recht leicht bedienen, sollte auch nicht knacken beim Ziehen oder sonstiges. Und dann eben, ja, alles so ein bisschen abchecken, wie bei jedem anderen Bike auch, die Gänge mal durchschalten, gucken, ob da jeder Gang auch sauber reingeht, hoch, runter, alles einmal durch. Ansonsten könnt ihr noch bei ein bisschen höherer Geschwindigkeit, so vielleicht um die 60 rum, mal auch die Hände vom Lenker nehmen und dann gucken, fährt das Motorrad weiterhin gerade, zieht es in irgendeine Richtung, fängt der Lenker an zu schlagen, solche Dinge. Was ihr natürlich auch noch prüfen müsst zum Schluss sind die Bremsen, ob die sauber funktionieren. Die sollte nicht pulsieren am Hebel. Und wichtig hier auch natürlich zu wissen, dieses Motorrad, also erste Generation Street Triple, hat kein ABS. Also seid da auch ein bisschen vorsichtig, was Vollbremsungen angeht.
2012 haben die dann ABS, aber davor noch nicht. Dann die Betriebstemperatur, sehen wir hier, sollte so ungefähr bei 5 Striche, ist sie bei mir eigentlich immer relativ in der Mitte. Und wenn es da drüber geht, ich meine ab 6 Striche sollte dann vorne auch der Lüfter angehen beim Kühler. Wäre eigentlich ganz gut auch zu hören, wenn ihr den eine Weile im Stand laufen lasst. Dann müsste eigentlich der Lüfter auch angehen, weil sie dann relativ warm wird. Ja, wenn eine Probefahrt aus welchen Gründen auch immer leider nicht möglich ist, dann würde ich sie wirklich nur kaufen, wenn der Kaufpreis so gut ist, dass ich halt eben das Risiko mit einkalkuliere, dass ich noch das ein oder andere dran machen muss. Plant euch da auf jeden Fall immer auch ein extra Budget mit ein. Also es ist jetzt nicht nur der Kaufpreis an sich, sondern natürlich noch eventuelle Dinge, die anfallen können, je nach Alter des Motorrads oder Zustand des Motorrads, eventuell Flüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten, sowas wechseln, Bremsbeläge, Reifen, Kette, Service, was auch immer noch nicht gemacht wurde. Und das könnt ihr natürlich auch alles in die Preisverhandlung dann mit einfließen lassen. Eine gute Strategie ist da auch immer zu sagen, nicht das Motorrad ist zu teuer, sondern einfach, hey, wenn ich noch Service machen lasse oder noch einen neuen Satz Reifen drauf machen lasse, dann kostet mich das 300 Euro. Da sehe ich die Maschine eher bei 3000 statt 3500 Euro. Ja, und dann hat man da eben noch den Spielraum, da ein bisschen zu verhandeln, wenn man mit logischen, sachlichen Argumenten kommt. Abschließend noch zu der Frage, was ist ein guter Preis für das Motorrad? Also ich habe sie damals, vor jetzt 8 Jahren, für 3.700 Euro gekauft mit 28.000 Kilometer drauf. War auch schon echt einiges an Zubehör mit dabei. Aber ihr schickt mir auch immer wieder echt gute Angebote, muss ich sagen. Und wenn ich noch keine hätte, dann würde ich da echt zuschlagen. Das, was da manchmal angeboten wird, zu einem Preis, wo ich sage, boah, es ist so viel Motorrad für so wenig Geld, wenn man halt auf ein ABS verzichten kann und einfach noch ein Bike will, das ehrlich ist, ohne viel Elektronik, ohne Schnickschnack, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Street Triple. Das ist ein richtig starkes Motorrad auf jeden Fall, wenn die Wartung und der Zustand auch passen. Deswegen geht mit dieser Checkliste rein, macht einen Kaltstart, fahrt sie auf jeden Fall Probe und kauft nicht nur blind nach Aussehen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr euch eine Street Triple schon gekauft? Habt ihr vor, euch eine zu kaufen? Und wenn ich euch in irgendwelchen Fragen helfen kann, schreibt mir auch gerne Nachricht oder schickt mir das Angebot von mobile.de oder eBay Kleinanzeigen, wo auch immer ihr nach Motorrädern guckt. Dann schauen wir uns das zusammen an. Wenn euch das Video in irgendeiner Weise weitergeholfen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, genießt das schöne Wetter, ride safe in der neuen Saison, macht's gut und tschüss.